Diese 10 Winterdüfte lieben Frauen an euch, wenn ihr sie tragt. Die solltet ihr tragen, die müsst ihr tragen. Jetzt im Winter nice Winterdüfte. Und es sind zwar spezielle Winterdüfte dabei, meiner Meinung nach. Ich werde euch erzählen, warum. Also schön dranbleiben. Und wenn ihr mich noch nicht folgt, dann macht es jetzt, lasst ein Abo da. Wir gehen rein. Und der erste, und der ist für mich so ein bisschen speziell, weil es ist nicht ein direkter Winterduft, aber es ist Bleu de Chanel, das Parfüm. Und das funktioniert jetzt besonders gut. Warum? Kann ich euch auch noch mal erzählen. Diese sogenannten Ganzjahresdüfte beziehungsweise Anführungsstrichen Sommerdüfte funktionieren im Winter meistens meiner Meinung nach für meine Nase besser im Winter als im Sommer. Oft natürlich nicht jeder Duft, weil diese ganzen frischen Moleküle, Duftinhaltsstoffe, whatever, sich für mich bei Kälte viel besser, entfalten. Und der Bleu de Chanel, das Parfüm, ist für mich so das männlichste Bleu de Chanel, schön holzig dazu, bisschen, was heißt ein bisschen, schon blau, frisch, holzig, männlich, maskulin. Nun ist ein neuer Duft rausgekommen. Ich muss dem vielleicht noch mal eine Chance geben, aber da ist nur eine Ledernote hinzugekommen. Wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu viel zu sagen. Ich fand den jetzt nicht so, also ich fand den gut, aber wer das Parfüm hat, braucht den neuen Exclusive nicht. Aber trotzdem, das ist hier jetzt im Winter absolut bombastisch. Und das mögen die Frauen, wenn ihr den tragt. Vor allen Dingen im Büro natürlich. Den könnt ihr aber natürlich auch als Filialleiter auf dem Bau etc. pp. In der Werkstatt, vielleicht nicht in der Bäckerei, aber sonst überall logischerweise tragen. So, der nächste ist der Gucci Guilty, das Elixier. Ich weiß, da ist ein Absolut rausgekommen. Den muss ich noch testen, habe ich noch nicht gemacht. Das soll so ein bisschen für abends sein, der für den Tag. Im Endeffekt sind die beide stark. Der ist brutal stark. Eine schöne Orangenblüte, Vanille, mandelig. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Schönes Ding. Irisbutter. Ein richtig sexy Duft, sage ich mal so, die Pimp oder die aufgepimpte Version zum Reflection Man. Aber das ist noch eine andere Hausnummer, obwohl das wirklich schon, sag ich mal, was Gucci angeht, was die Designer angeht, schon ein Meisterwerk im Endeffekt ist. Und das mögen die Frauen. Das ist so verführerisch. Orangenblüte, das ist so und so immer so. Wenn eine Orangenblüte kommt, immer sehr nice rüber mit Iris verfeinert, beziehungsweise hier ist es Irisbutter. Sehr, sehr geil. Schönes Teil. Ja, der nächste, das ist ein Nischenduft. Parfümste Mali Herod. Und für mich ist das auch der beste Parfümste Mali. Ich habe viele oder fast alle, aber der Herod ist einfach schöne Kirsche, beziehungsweise Shisha-Tabak im Flakon, zimtig, kirschig und tabaklastig. So ist das, schöner Flakon. Und da gab es immer so diese Probleme, hält er lang, dann ist er wieder zu wenig, dann rieche ich ihn nicht, ja. Es ist immer dieselbe Diskussion. Ich finde, dass das so langsam wieder, oder es ist fast weg. Man redet auch wieder über den Duft oder meistens über den Duft. Das finde ich schön. Und die Leute, die nur noch über Haltbarkeit reden oder deswegen aufhören, irgendwas zu machen oder zu kaufen, ja, ganz ehrlich, Leute, dann kauft euch stellt euch 5 Dinger hin, die brutal stark sind, werdet ihr die aber immer benutzen, werdet ihr sie irgendwann auch nicht mehr riechen und vor allen Dingen nicht, wenn ihr jeden Tag Düfte benutzt. Dann ist das eben so, dann macht die Nase irgendwann mal dicht. Aber hier, das ist inzwischen, oder der ist inzwischen 2 Jahre alt, da ist die Haltbarkeit, ich habe 8 Stunden da was von. Ich rieche den 8,5 Stunden, 8 Stunden ungefähr, das ist schon nicht schlecht. Da gab es eine, ich glaube der 2016, nee, das ist so weit zurück. Irgendeiner, 2019er, 2018er, da war die Haltbarkeit wirklich nicht so gut. Aber sie haben es geändert. Die 25er Version kann ich nicht sagen. Ich kann aber nur sagen, dass dieser Duft ein Muss ist, gerade jetzt im Winter. Und wenn ihr den tragt, ja, was soll ich sagen? Die Frauen stehen darauf. So, der nächste kommt von Guerlain, wie ich mal so schön sage. L'Homme Ideal, aber das Eau de Parfum von Guerlain. Ja, und das ist ein sehr mandeliger Duft. Ihr kennt ja diese Reihe, die besteht aus Mandel und so. Und hier haben wir so ein bisschen so eine cremige Komponente drin, beziehungsweise fast so wie Traubenzucker-Style, plus eine Kirschnote. Aber es ist überhaupt keine Kirsche drin, aber es kommt so rüber. Und das ist sehr, sehr nice. Überhaupt, Guerlain macht ja so und so, ihr wisst das. Das ist immer so gut. Die machen, das Haus ist mit eins der besten, wenn nicht sogar das Beste, vor allem im Designerbereich. Und überhaupt ist das wirklich Qualität von allerfeinsten. Muss man sagen. Hier habt ihr auch 8 Stunden was von. Und
diese Art, es macht die Frau einfach. Und gleich vorweg, das muss ich auch noch mal reinwerfen, falls es hier wieder Frauen oder Männer gibt, die meinen, nee, das ist nicht so. Also ich habe außerhalb meines YouTube-Lebens Meetings etc., Geschäftstermine und ich weiß, dass die ankommen etc. pp. Und so weiter. Und dementsprechend kann man das auf jeden Fall machen. Das ist nicht nur also die Leute, weil sie kennen, oh ja, Dog, Düfte hier, Düfte da und dann sagen sie alle, ja, der riecht gut. Nein, von alleine etc. pp. Schönes Teil, müsst ihr ausprobieren und da kann auch keiner was gegen zu sagen. So, der nächste ist wieder ein Nischenduft, Atkinson Oud Save the King. Ja, ich habe den tatsächlich reingenommen. Es ist natürlich auch so, nicht jeder Duft, den ich jetzt hier zeige, kommt bei jeder Frau an. Also das ist ja logisch, ist ja ganz logisch, Alter. Das ist ja keine 100% Trefferquote, aber meine Trefferquote ist schon immer gut. Lies die ganzen Jahre mal unter meinen Kommentaren auch die vorstelle. Ich habe, glaube ich, eine Quote von 95%, die ich vorstelle, die auf jeden Fall gut ankommen oder die auf jeden Fall, wenn einer blind gekauft hat, auch gut ankommen. Hier, das ist ein bisschen risikoreich, weil hier ist eine sehr, sehr tiefe Vanille, schon ein bisschen rauchig und aber trotzdem, umso länger er drauf ist, vielleicht nicht gerade in der Kopfnote beim Aufsprühen, dann könnte das ein bisschen too much sein und vielleicht auch nicht so gut ankommen. Aber wenn ihr erstmal unterwegs seid ins Büro oder auf dem Bau auf dem Bau laufen vielleicht jetzt nicht so viele Frauen rum, aber wenn ihr unterwegs seid, dann ist das ein Duft, oder auf dem Rückweg oder geht nochmal einkaufen, dann ist das ein Duft, der auch natürlich sehr gut hält. Aber diese tiefe Vanille, die sich euer Schweiß, den ihr trotzdem habt, euer Hautpartikel oder euer Ausdünsten, whatever, gleich anpasst. Und das ist sehr, sehr nice. Obwohl er sehr tiefe, rauchige Vanille, so eine Art Düfte, die so es gibt ja auch Nachbauten von diesem Duft, da ist diese ähnlich hingekriegt, diese DNA, aber da wird mir immer ein bisschen flau und übel im Mal. Da merkt man, das kann also doch nicht jeder. Hier ist es beim Oud Save the King oder bei Atkinson ist es nicht so beim Original. Schönes Ding. Muss man aber mögen, ist sehr risikoreich, aber meiner Meinung oder das, wenn ich ihn getragen habe, er kommt auf jeden Fall gut an. So. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Nischenduft und das ist der Zaya. Sehr, sehr nice. Schöner Flakon, muss man schon gestehen. Und das ist ein sehr winterlicher Sprühnebel hier, winterlicher Duft. Zimtig und warm, anschmiegsam etc. pp. Und viele wissen natürlich, in welche Richtung der geht. Und ihr müsst euch nur so vorstellen, also er hat schon Anklänge, klar, kann man so sagen, vielleicht Ähnlichkeiten mit den, Angel Share, aber der Angel Share ist viel mehr Zimt, süßer, penetranter im Endeffekt, der ist abgerundeter, ohne die Süße so extrem, dass der Zimt oder überhaupt das Süße oder das Weihnachtliche ist im Background gehalten und allgemein ist dieses sehr leicht, für mich, das ist in meiner Nase, metallisch, minimal metallisch. Wir reden hier nicht von diese typischen metallischen Düfte, die ihr kennt, sondern weihnachtlich, weich, anschmiegsam, ausbalanciert, perfekt, zimtig, leicht metallisch, frisch tatsächlich auch. So habe ich den Zaya für mich. Wir können ja mal ganz kurz mal reingucken, weil ich kann auch nicht alle Düfte hier ständig im Kopf haben. Logischerweise nicht, ne? Also alle Inhaltsstoffe, die ich jetzt hier gerade vorstelle. Der Honig, guck mal, Apfel, Honig ist der Honig, das ist das wahrscheinlich, was ich mit dieser Frische rausrieche. Nicht so ein typischer Apfelduft. Honig macht es die leichte Süße. Cognac ist aus drin, das weiß ich, den habe ich aber weggelassen, weil ich den hier nicht so wahrnehme. In dem Fall ist auch nicht vielleicht ganz so schlimm. Das ist denn bei den anderen, den ich erwähnt hatte, mehr drin oder definitiv läuft auf Cognac hinaus. Hier ist es nicht so. Dadurch hast du auch nicht diese alkoholische Extremnote. Bergamotte, Muskat, Dattel, ja, alles, was süß ist, winterlich, Tonkabohne, ja, aber grundsätzlich Zimt,
In Amber, ja, auch ein bisschen. Man hat mehr Zimt, Vanille, denn Apfel, also dieses Frische und Datteln, ja, macht die Süße auch. Und Vanille hatte ich schon gesagt. Pralinen ist ja auch noch drin. Also alles, was süß ist, das hört sich so extrem an, aber der ist so gut ausbalanciert, dass er eben nicht zu doll erschlägt und süß ist. Nämlich nicht, sondern, sag ich mal, luxuriös, süß, weihnachtlich. So könnte man das eigentlich betiteln. Würde ich mal so sagen. Ja. So, der nächste ist ein Angel Share, aber der Paradis. Ja, den habe ich rausgesucht, weil er im Endeffekt diese Art Cognac zimtig hat, wie eben auch, oder wie eben sein Originalbruder, plus eine schöne Kirschlikörnote, die fast über sich oder über den Angel Share normalen DNA legt, plus eine leichte Holzigkeit, deswegen auch dieser Holzdeckel, finde ich sehr, sehr nice. Umso öfters man ihn trägt, umso besser kommt er an für einen selber und natürlich da draußen kommt er so gut an. Das ist eben die Art DNA, genauso wie eben der Zeier und so weiter und so fort. Diese Art DNA, da gibt's ja mehrere Düfte, die sind einfach stabil und kommen recht gut an. Ich muss eigentlich nicht mehr viel zu diesem Duft sagen, weil ich den öfters vorgestellt habe. Ja, hier riecht man, obwohl hier riecht man fast mehr Holz und ja, und dieses andere, aber beim oder in der Luft oder wenn ihr ihn tragt, Bombast, der kommt wirklich gut an. Und das ist ein sehr, sehr guter Ableger. Hier haben wir ja das Original, sehr, sehr weihnachtlich, fast schon Heiligabend-Style. Und das ist alltags und Gin, wenn Schnee oder wenn es kalt ist, mit Kirschlikörnote top. So, der nächste, Reflection Man. Ja, da hatten wir ja vorne, ne, mit den Gucci Guilty Elixir hatte ich ja schon erzählt, aber das hier ist eben der Papa. Das ist der Papa. Und das ist original. Auch Orangenblüte und so weiter und so fort. Nur Eifer. Perfekt abgerundet und eine ganz andere Laufbahn. Viel besser, viel stabiler. Ihr könnt natürlich auch den Reflection Man 45 nehmen. Der ist aber ein bisschen dunkler, stärker, mandeliger. Wenn ihr das wirklich ausbalanciert, richtig luxus, perfekt haben wollt, dann ist Reflection Man euer Duft. Und ich sage ja immer wieder, oder wenn mich Leute fragen, ich möchte heiraten, welchen Duft kann ich tragen? Ich kriege das oft die Frage, ich möchte heiraten. Und dann sage ich immer den hier, weil das wirklich so ist. Es ist einfach so, es ist top. Schöner, ich lasse es so stehen. Maiglöckchen ist da, glaube ich, auch drin. Orangenblüte, was cremiges, weiches, blumig. Das ist einfach, es ist einfach fast Endstation. So, und der nächste, da kommen wir auch wieder in so eine Art Richtung, ist der Prada L'Homme. Da haben wir Iris und eins der frischesten, saubersten Düfte, die es gibt, ist dieser Duft. Und auch hier muss ich mal sprühen. Ja, sehr herrlich, einfach frisch, clean, sauber, weiß, ne? Und eben pudrig, Iris, sehr, sehr nice. Seit Prada macht das schon so. Prada macht für mich im Designerbereich die sexysten Düfte, die es eigentlich gibt. Das kann Prada sehr, sehr gut. Und da gehört der auch mit zu und irgendwie anderen Düfte. Vielleicht nicht jeder Duft, aber sehr viele Düfte können das vom Prada. Und der Prada L'Homme gehört dazu. Muss ich auch, glaube ich, nicht mehr viel zu erwähnen. So, und der letzte ist der Tobacco Vanille von Tom Ford. Ja, ihr merkt, wir gehen zum Winter oder wir sind im Winter. Der Dog holt Tobacco Vanille schon wieder raus. Öfters. Was heißt öfters? Das letzte Mal, erst das erste Mal. Aber es wird jetzt kommen, weil es ein Fakt ist. Und das ist ein so schöner Vanille. Das konnte Tom Ford zu der Zeit noch. Ich kann nicht sagen, der ist richtig... Der hat richtig paar Jahre auf dem Puckel. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Versionen sind, aber hier diese fast Teelan-Style, warme Vanille und dieser Grund, ja, dieses, ja, wie soll ich das ausdrücken? Dieser geniale, aber das ist kein Ausdruck, geniale Tabak. Dieses ganze Zusammenspiel, was Tom Ford da macht, ist top. Immer wieder schön. Es war jahrelang mein Heiligabend-Duft. Habe ich immer an Heiligabend am 24.12. getragen. Also richtig top. Ich hoffe natürlich für euch, dass die aktuell, hier, der Reflection Man, der riecht hier und dann zusammen mit Prada, das könnte man auch mal layern. Reflection Man mit Prada L'Homme. Rieche ich hier gerade so ein bisschen. Das könnte was werden. Plus vielleicht eine Dreier-Connection hier mit den oder whatever. Nicht schlecht. So, aber hier, ich schweife ab, sehr stabiles Teil. Ich hoffe, dass er immer noch so gut ist. Und ja, geil. Tobacco Vanille. Ja, dann schreibt mal runter,
Kennt ihr die? Und wenn ihr sie habt, wie kommen die an bei Frauen? Also, ich mache ja nicht irgendwas und hole irgendwas raus, was nicht so ist. Also, ich habe hier Feedback von Frauen bekommen. Gutes Feedback, positives Feedback. Deswegen zeige ich euch das. Logischerweise. Und das andere überlasse ich anderen, die da irgendeinen Stuss erzählen oder wenn sie meinen, ne? Und das ist schon in Ordnung hier. Das ist schon in Ordnung. Auch der hier, es geht alles gut. Und vor allen Dingen auch den werde ich jetzt einmal mal sprühen, um hier eine frische Komponente. Da kam noch der Sprühstoff fast in the face. Ja, schönes Teil. Schön holzig, clean, sauber, frisch, blau. Das ist sehr, sehr nice. Ja, schreibt mal runter. Und wie gesagt, Grüße gehen raus an euch alle und an meine Mitglieder. Und wie gesagt, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sonst sehen wir uns bald wieder und ich bin raus.